Hallo Weltrettende, ich bin's, Hermann Günther Grassmann. Ich war mein Leben lang Lehrer und Teilzeitwissenschaftler und heute erzähle ich euch von der wunderbaren Welt der Vektoren. Was ist ein Vektor? Wie kann man ihn zeichnen? Und was macht man eigentlich damit? Das sind die heutigen Themen. Ich habe den damaligen Schulstoff weiterentwickelt und dabei stets nach Parallelen in meinem Alltag gesucht. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Schachzug. Der Zug einer Figur startet bei einem Feld mit speziellen Koordinaten und endet bei einem Feld mit anderen Koordinaten. Die Bewegung bzw. die Ortsänderung kann dann mit einem Pfeil dargestellt werden. Dieser Pfeil beschreibt neben der Größe auch die Ausrichtung, in welche die Größe wirkt. Um den Vektor mathematisch zu beschreiben, werden Koordinaten wie auf dem Schachbrett verwendet. Ich bewege zum Beispiel den Bauer von Feld A2 nach A4. Die Koordinaten sind zu Punkten zusammengefasst und können über das Koordinatensystem eingetragen werden. Das ebene Koordinatensystem besteht aus zwei senkrecht zueinander stehenden Linien mit Pfeilspitzen. Die horizontale Achse wird dabei als X-Achse oder auch Abszissenachse bezeichnet, die vertikale als Y-Achse oder auch Ordinatenachse. Hier eine kleine Eselsbrücke. Die Ordinate zeigt nach oben. Der Kreuzungspunkt der Achsen wird Koordinatenursprung genannt und mit 0 beschriftet. Die Achseneinteilung ist mit gleichen Abständen festgelegt. Vektoren haben im Koordinatensystem einen Startpunkt, hier P1, und einen Endpunkt, hier P2. Die Verbindung der zwei Punkte wird als Pfeil gezeichnet, sprich dem Vektorpfeil. Jetzt zeige ich dir mal den Aufbau des Vektors etwas genauer. Ich habe dabei die Verbindung zwischen algebraischen Figuren wie Punkten oder Linien und Raumpunkten, Koordinaten und Richtungen hergestellt. Aber siehe selbst. Der Vektor liegt bekanntlich in einem Koordinatensystem. Für ihn benötigst du, wie schon angesprochen, einen Start- und einen Endpunkt. Diese zwei Punkte werden durch die zwei Positionen im Raum vor und nach einer Bewegung dargestellt. Erinnere dich an den Schachzug. Die Bewegungsrichtung der Schachfigur bzw. die Richtung des Vektors können wir ebenso durch den Start- und Endpunkt definieren. Bei sogenannten vektoriellen Größen wird die Wirkungslinie für die Richtung der Größe angegeben. Mehr dazu im Video Kraft angeben. Ein weiterer wichtiger Wert für Vektoren ist der Betrag. Der Betrag ist ein Maß für die Größe der Bewegungs- bzw. Positionsänderung. Er beschreibt die Länge des Abstandes zwischen den Punkten. Das ist fundamental für die heutige höhere Mathematik. Ohne dieses Wissen hätte Einstein mit seinen Theorien alt ausgesehen. Naja, lass mich erst einmal das Wichtigste für dich kurz zusammenfassen. Ein Vektor ist durch einen Start- und einen Endpunkt definiert. Diese bestimmen seine Länge und Richtung. Schauen wir uns das jetzt mal etwas mathematischer an. Durch die zwei Punkte P1 und P2 können der Vektor und die Länge bzw. der Betrag mathematisch bestimmt werden. Der Vektor wird durch seine Komponenten in x- und y-Richtung bestimmt. Die Komponenten können auch als Vektoren xv und yv eingetragen werden. Der Vektor wird dabei in Klammern geschrieben. Die Werte für die x-Komponente xv stehen oben und die für die y-Komponente unten. Nun musst du die Endpunktkomponenten minus die Startpunktkomponenten rechnen. Dazu subtrahierst du den x-Wert vom zweiten Punkt minus den x-Wert vom ersten Punkt und dann den y-Wert vom zweiten Punkt minus den y-Wert des ersten Punkts. Der Betrag von v kann schließlich durch den Satz des Pythagoras berechnet werden. Diesen Lehrsatz findest du im Video zum rechtwinkligen Dreieck. Schauen wir uns jetzt noch ein sehr aktuelles Beispiel der Seenotrettung an. Die Küstenwache erhält einen Notruf und wird zu einem Einsatz gerufen. Der Hilferuf wird in der Zentrale der Küstenwache empfangen. Diese befindet sich auf den Koordinaten 3, 0. Die Stelle, wo der Hilferuf herkam, liegt bei den Koordinaten minus 3,5, 1,5. Das Boot soll die direkteste und schnellste Verbindung wählen. Schließlich geht es um Leben und Tod. Mathematisch können wir den Weg über den Vektor des Bootes darstellen. Mit diesen Informationen kann die Küstenwache direkt in die richtige Richtung fahren. Für die Lösung nehmen wir die allgemeine Gleichung für den Vektor zur Hand. Die habe ich bei meinen Forschungen entwickelt. Dafür noch ein Hinweis. Um einen Vektor zu bestimmen, immer Endpunkt minus Anfangspunkt rechnen. Ansonsten zeigt der Vektor in die verkehrte Richtung.
Setzen wir die Werte in die Gleichung ein, erhalten wir folgenden Vektor. Minus 3,5 minus 3 für den x-Wert und 1,5 minus 0 für den y-Wert. Es ergibt sich für den Vektor v minus 6,5, 1,5. Nun wollen wir noch den Betrag der Strecke berechnen. Ist der Betrag zu lang, benötigen wir für die Ausfahrt eventuell ein Boot mit größerer Reichweite. Der Betrag, also die Länge des Kraftpfeils, ergibt sich aus dem Satz des Pythagoras. Aber dazu in dem Video zum rechtwinkligen Dreieck mehr. Setzen wir die Werte ein, erhalten wir v ist gleich die Wurzel aus minus 6,5 ins Quadrat plus 1,5 ins Quadrat. Der Betrag in der Wurzel ist 44,5 und die Wurzel aus 44,5 ist 6,67. Der Vektor hat also einen Betrag von 6,67 Längeneinheiten. Puh, alles nochmal gut gelaufen. Ich fasse nochmal zusammen. Vektorielle Größen sind richtungsabhängig und werden durch Vektoren, Pfeile, dargestellt. Ein Vektor ist durch 2 Punkte klar definiert. Daraus ergeben sich seine Richtung und Länge. Mathematisch wird der Vektor häufig als Kleinbuchstabe mit einem Pfeil darüber dargestellt. Sein Wert errechnet sich aus den x- und y-Werten des Start- und Endpunkts. Wichtig, immer End minus Startpunkt rechnen. Der Betrag wird über den Satz des Pythagoras ermittelt. Lass dich übrigens nicht gleich unterkriegen. Am Anfang hat mich auch niemand ernst genommen und dann entdeckte ich die Ausdehnungs- und Farbenlehre und erstellte das erste Wörterbuch in Sanskrit. Der Ruhm wird sich schon einstellen. Es heißt nur beharrlich dranbleiben. Also, bis bald.